Servus, mein Name ist Markus und ich zeige euch heute ein ziemlich cooles Tool für Streamlabs OBS. Und zwar geht es um einen automatischen Szenenwechsler. Wem das jetzt gar nichts sagt, es geht um die Szenen hier unten, die ihr normalerweise entweder per Maus oder bestenfalls per Hotkey steuert, dass man die komplett automatisieren kann. Das heißt, jetzt zum Beispiel bei League of Legends, ihr habt den Client und dann natürlich Ingame und vielleicht noch wie ich hier, ich habe es jetzt nichts genannt, einfach eine Szene mit einem Bild, zum Beispiel bevor der Stream startet. Und das Ganze kann man komplett automatisieren, sodass ihr nicht mehr irgendwie einen Hotkey vergessen könnt oder irgendein Fehler dann ist. Es passiert einfach automatisch. Super coole Sache. Und bevor wir loslegen, ganz kurz zum Setting, was ihr eingerichtet haben müsst. Bestenfalls habt ihr hier schon mehrere Szenen in OBS eingerichtet. Zumindest Client und Ingame oder was auch immer das für eurem Spiel ist. Wie gesagt, nur ein Beispiel mit League of Legends, das funktioniert mit allem. Das ist schon mal eingerichtet. Ich habe ein Tutorial dazu gemacht. Link in der Beschreibung. Und danach nochmal kurz in die Einstellungen gehen. Auf Fernbedienung, das ist ganz unten. Und dann habt ihr hier diesen QR-Code, der geblurrt ist. Da einmal draufklicken. Wenn nichts passiert, außer dass ihr den QR-Code in klar seht, ist alles fein. Auf Fertig klicken, gut ist. Es kann aber auch sein, dass eine Windows Firewall-Meldung kommt, die einfach bestätigen, damit das Tool später, also der Scene-Switcher, der Szenenwechsler, mit Streamlabs OBS kommunizieren kann. So. Wenn das alles steht, geht ihr auf unsere Seite. Die sieht so aus. Da findet ihr nochmal eine schriftliche Anleitung zu der ganzen Geschichte und eben auch den Download. Downloadet es runter, habt dann eine ZIP-Datei, die entpackt ihr, sieht dann so aus und dann könnt ihr das Tool starten. Das Tool ist relativ simpel gehalten, hat nicht so viele Funktionen, nur die Basics, das Allerwichtigste. Das erste, was ich immer mache, ist Auto-Start-Switching aktivieren und dann zu starten. Das heißt, immer wenn ihr das Tool startet, ist es automatisch auch direkt aktiv und ihr seht auch direkt, was in Streamlabs OBS passiert. Ihr könnt es auch stoppen, wenn ihr irgendwas nachbearbeiten wollt, während ihr im Stream seid. Brauchen wir jetzt aber nicht. Als nächstes geht es einfach darum, dass wir die ganzen Szenen hier unten in das Tool integrieren bzw. übertragen. Klicken wir hier auf Add Scene Rule. Wir fangen ganz unten bei nichts an. Ist in meinem Fall einfach nur ein Bild, einfach nur um ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Oh, das wollte ich nicht. Nennen wir auch nichts. Es hat keinen Prozess dahinter, also kein Programm ist geöffnet. Es ist einfach nur ein Bild und wir verknüpfen es mit der Szene. Speichern das Ganze. Ist schon aktiv, aber wir sehen noch nicht so viel. Deswegen machen wir direkt das nächste. Der Client. Der hat einen Prozess, der Client ist auch geöffnet. Der muss geöffnet sein, wenn ihr es hinzufügen wollt. Und jetzt suchen wir hier nach Windows-Prozessen. Ich gebe in die Suche quasi ein Leak. Dann sehen wir direkt den Leak-Client. Und verbinden das mit der Szene Client. So, nun ist der Client höher priorisiert für euch als nichts. Das heißt, nichts ist aktiv, wenn gar nichts anderes am Start ist. Aber sobald ihr den Client startet, soll der Client auch im Stream zu sehen sein. Also klicken wir einmal drauf und priorisieren es höher. Und dann sehen wir auch direkt, dass es auf Streamlabs OBS übertragen wird und auch da der Client zu sehen ist. Als nächste Instanz kommt dann das Spiel selbst. Also starten wir ein Spiel. So, da gehen wir in ein Practice-Tool. Ihr könnt das Ganze auch im Ranked machen, empfehle ich euch nur nicht. So, dann dauert das klein Moment, bis wir in-game sind. So, dann bin ich in-game. Dann tappe ich kurz wieder zurück, zeige es euch kurz, weil es auf meinem zweiten Monitor ist. Ich bin in-game. Ihr dürft den Client. Öffne den Scene-Switcher. Und mache im Prinzip genau dasselbe wie für den Client nochmal. Das ist in-game. Der Name ist übrigens völlig egal. Und wie gesagt, auch völlig egal, was ihr für Prozesse oder Spiele ihr da hinzufügt. Es ist hier nur ein Beispiel. Also wenn ich wieder League eingebe, ist neben dem League Client auch League of Legends da. Das ist das Spiel selbst und ich verknüpfe es. Speichern. Und dann ist das noch höher priorisiert als der Client selbst. Und es wechselt auch wieder direkt. Ab jetzt funktioniert es schon. Perfekt eingerichtet. Wenn ihr das jetzt schließt und neu startet, ihr könnt so live gehen, ihr müsst nichts weiter einrichten, müsst nur immer wieder starten. Wie
Wie gesagt, entweder Autostart hier per Mausklick festlegen oder immer manuell starten. Und das Einzige, was ich jetzt nochmal mache, ist das Ganze rückwärts zu testen. Das heißt, ich tappe rüber ins Spiel, beende das Spiel. Wir sehen, ob das klappt. Wechselt in den Client. Und jetzt schließen wir meinen Client. Dauert immer einen kleinen Moment. Und perfekt. Auch das funktioniert. Und nochmal umgekehrt, wenn ich den Client wieder starte, wird der im Stream angezeigt. Wenn ich das Spiel starte, ist das Spiel im Stream. Ihr versteht's. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich hoffe, es macht euch das Leben leichter. Ihr braucht keine Tastendrücke mehr zu machen, keine Hotkeys mehr vergessen. Alles easy. Wenn ihr trotzdem irgendwelche Probleme habt, schreibt es bitte in die Kommentare oder schreibt uns einfach auf Facebook. Ansonsten viel Spaß damit. Und wie immer, habt einen geilen Tag. Reingehauen.